Was sind Ihre allgemeinen Erwartungen an die transatlantischen Handelsbeziehungen, besonders mit Katrin Tai als US-Handelsvertreterin? Also ich kenne Catherine Tai ganz gut persönlich. Das kommt mit dem Alter und der Tatsache, dass ich lange Vorsitzender der US-Delegation war und also des Europäischen Parlaments, und unser Gegenüber war ja der berühmte Ways and Means Committee, also der für Wirtschafts- und Handelsfragen zuständige Ausschuss im amerikanischen Kongress. Und Catherine Tai war lange Zeit die Chefin des sozusagen Stabes der Demokraten für Handelspolitik. Die hat große Erfahrung, ist mehrsprachig. Ich glaube, sagen wir mal, was für uns wichtig war, auch in Personen, sagen wir mal, einer multilateralen Vorstellung von Handelspolitik angehören. Also insofern sind wir gerade, was ihre Person betrifft, relativ optimistisch. Die kennt auch Europa gut, wir haben viel mit ihr zu tun gehabt. Und sie ist sozusagen so eine Art Trusted Personality. Auf der anderen Seite ist auch sie, wird sie nicht eine Person, also eine Politikerin ohne Unterleib sein. Also das heißt, sie wird beinhart amerikanische Interessen vertreten. Und man sollte eben nicht vergessen, dass im Kongress, und daher stammt sie, im Grunde genommen das Mandat für amerikanische Handelspolitik entsteht. Das heißt, der Präsident kann zwar Krieg erklären, Außenpolitik führen, aber er kann im Grunde genommen noch nicht mal Verhandlungen über ein Handelsabkommen oder multilaterales Handelsabkommen beschließen, ohne dass er vom Kongress ein Mandat bekommen muss. Und das ist, was ich vorhin ja schon erwähnte, da bleibt jetzt zunächst mal abzuwarten, was zumindest die Mehrheitsfraktion im amerikanischen Kongress für die Demokraten für eine Haltung zu dieser Frage nehmen. Werden sie Biden ein Mandat geben, beispielsweise für ein transatlantisches Handelsabkommen? Werden sie ihm ein Mandat geben, die WTO wieder zu beleben? Und das sind so die ersten Lackmustests. Der Vorgänger von Catherine Tai, Lighthizer, hat ja mit einer geradezu perfiden Kenntnis der Schwächen und Strukturbrüche bei der WTO ja dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Appellative Body, also der mit Richtern besetzte Teil der WTO, nicht mehr nachbesetzt wurde. Damit mussten die Amerikaner gar nicht aus der WTO austreten, sondern sie hatten einfach über die, sagen wir mal, nicht mehr vorhandene Funktionalität, es waren die Richterstellen von Seiten der USA nicht nachbestellt worden, hatte er im Grunde genommen den multilateralen Handelsprozess praktisch zum Erliegen gebracht. Denn die WTO in ihrem Regelsystem hatte im Grunde genommen also kein Gericht mehr. Und damit sozusagen waren die Amerikaner im Grunde mit einer administrativen Schachzug hatten sich vom multilateralen Handelssystem verabschiedet. Und das sind alles Dinge, die kann natürlich Catherine Tai und die neue Administration auch ohne den Kongress. Also wieder Richter zu ernennen, sagen wir mal, den klassischen Appellationsprozess bei der WTO wieder in Gang setzen. Und das sind natürlich dann auch ganz starke Signale, was die zukünftige Handelspolitik betrifft. Aber das ist sicherlich auch eine Rolle des Europäischen Parlaments. Wir müssen mit dem amerikanischen Kongress sprechen und da besonders mit den Demokraten, denn ja, eine Administration kann sehr viel machen, aber gerade in der Handelspolitik ist die Administration sehr abhängig vom Kongress.